English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Leute, guckt euch mein wunderhübsches Intro-Tierchen an. Was gibt's Hübscheres wie sowas hier? Eine kleine Ginsterkatze. Genetta nochmal was. Ihr erfahrt es nachher im Film, wie die heißen. Das Schöne ist auch, diese Ginsterkatzen kann man tatsächlich, also Säugetiere zu halten ist immer schwierig, ne? Also da gibt es einige Sachen, die ganz kritisch sind im Haus zu halten oder die man als Mensch, weiß ich nicht, ob man die halten sollte. Diese Ginsterkatzen sind tatsächlich wie die Hauskatze, sind ein bisschen domestiziert und lassen sich völlig domestizieren. Sie sind vielleicht ein bisschen anstrengender wie eine normale Hauskatze, weil sie doch ein bisschen wilder sind. Ich habe mal eine besessen vor 20, 25 Jahren, habe ich mal eine aus Ghana mitgebracht. Natürlich ganz offiziell, legal, logisch. Total hübsche, goldige Kätzchen. Heute mein Intro-Tierchen für euch. Die schreit nach ihrer Mama, glaube ich. Deswegen befreie ich sie jetzt. Ich bin hier auf der Japan Reptile Show. Ich möchte euch wegen die Nicht-Reptilien hier zeigen, die Säugetiere. Was es hier alles gibt. Es ist wirklich erstaunlich, was es hier alles gibt. Ob das gut ist oder nicht, überlasse ich jedem seine Meinung selber. Ich möchte es nicht anprangern, ich möchte es nicht kritisieren, ich möchte es aber auch nicht anpreisen, anwerben. Schaut es euch selber an und bildet euch eure Meinung, was man halten kann, darf, soll. Und wir können auch gerne in den Diskussionen oder in den Kommentaren unten drüber diskutieren. Bitte anständige, freundliche Diskussion. Bin ich gespannt drauf. Hier haben wir einen riesigen, ich weiß nicht, was ist das? Ein Fuchs oder ich frage mal den Besitzer. Okay, also auch so eine Schleichkatze. Java. From Java. Okay, also er ist der Owner hier. And he's gentle, ja? Okay. And this is slow lorry, huh? Right, slow. Poto. It's Poto. Poto. Ah, okay. African loris. Ah, ja. From Africa, Poto. Ah. Okay, also sind nicht die asiatischen Slow Lorries. Guck mal, Leute. Ja? Können solche Augen liegen. Also sind tatsächlich hier in Japan gezüchtet. Fennec-Wüstenfüchse. Sieht man ja auch seit Jahren. Hier haben wir so eine Ginsterkatzenunterart. Also ähnlich, also auch eine Ginsterkatze, ne? Aber die afrikanischen Genetta, die kennt ihr vielleicht, die Ginsterkatzen. Und das scheint wohl das asiatische Pendant zu sein. Okay, eine große Rattenart. Ja. Okay, ach, die grüne eine, ja. Big rodent. Big Rodent, ja, also Nagetier, ne? Hier kommen die Fledermäuse. Mittlerweile als Corona- und Virenüberträger diffamiert. Ich weiß ja nicht, ob es was dran ist oder was nicht. Hier auch nochmal ein Riesenpulk. Jetzt kommt hier die Kinderstube. Das sind Maybe meerkat. Meerkat. Problem ist,
ich muss zugeben, ich bin säugetiermäßig wirklich schlecht. Aber also die ganze Folge, immer der Aufruf an euch, liebe Leute, postet unten drunter. Sagt der Community, was es ist. Dann haben wir nochmal ein. Hyrax. Rock Hyrax. Rock Hyrax. Okay, ja, oh, ein hübscher Kerl. Tja. Jetzt guck mal, hier haben wir kleine Genettas. Hausa Genetta. Also eine andere, also auch nicht die afrikanische Genetta, die man kennt, sondern andere Unterart. Ich könnte mir auch vorstellen, von allem, was wir hier sehen, sind die Opossum vielleicht das, was man mit entsprechend großem Terrarium, also wirklich große Behausung, die man vielleicht tatsächlich halten kann oder gut halten kann in Gefangenschaft. Coati, südamerikanischer Coati. Ich wollte gerade sagen, ihr wisst, dass ich dem Ganzen kritisch gegenüberstehe mit den Säugetieren. Ich möchte es auch nicht werten, den Film. Es soll kein Werbefilm natürlich sein, so nach dem Motto, kauft euch Nagetiere oder so. Also so hübsch die sind, ich persönlich verkneife es mir, die zu kaufen oder mir zu überlegen, ob ich mir welche kaufe. Ich finde die wahnsinnig hübsch, also das ist ja logisch, ne? Ich stehe hier vor dem Opossumkäfig und die probieren hier die ganze Zeit, mich oder meine Hose anzufassen, merke ich gerade, während ich hier am Film bin. Hey, guck mal da unten, ein Schild, Filmen verboten. Aber ich habe natürlich gefragt und das ist auch okay, wenn ich filme. Thank you for everything and explaining, very nice. Yeah. Your name? Huh? Your name? This shop is Ikimonoya. Kimonoya. Yeah. Kimonoya. And you? And I'm Hiro. Hero. You are fun. Thank you so much. See you next time. Was hier jedes Jahr nicht zu kurz kommt. Da kommt irgendein Fernsehstar auf die Bühne, den man kennt, irgendein Celebrity. Und dann wird hier ein gelabert. Und ich weiß nicht, der kriegt dann irgendwelche Tiere gezeigt. Man muss dann seine Meinung zu den Tieren kundtun. Ja. Also in der Regel lebende Tiere. In dem Fall jetzt scheinbar irgendwelche Fotos eingeblendet. Ihr kennt es aus den älteren Folgen. Die Vögel sind ein großes Hobby in Japan. Falknerei im weitesten Sinne. Der Aussteller hier kenne ich auch seit Jahren. Man hat hier immer die größte Auswahl, der größte Stand an Vögeln. In einer von den älteren Folgen hatte ich ja mal so eine große Eule als Intro-Tierchen. Fand ich auch total imposant. Es kommt was zum die Gemüter beruhigen. Also alle, die sagen, hier exotische Tiere gehören nicht verkauft, die dürfen sich jetzt beruhigen. Hier kommen jetzt die Hühner. Hühner werden seit Jahrtausenden verkauft. Hier ist die Kinderstube. Hier kann man sogar Eier kaufen. Dann schlüpfen die wahrscheinlich ein paar Tage später selber. Interessant. Für mich die Überlegung, also bei den Vögeln hatte ich gerade überlegt, darf man das, braucht man das bei den Raubvögeln? Was ist jetzt der Unterschied? Das Huhn. Das Huhn ist glücklicher in Gefangenschaft wie der Raubvogel. Nach dem Motto, die sind es gewohnt. Nur als Überlegung. Ist jetzt soll kein Statement von mir sein. Einfach eine Überlegung.
Aber zumindest haben wir hier keine exotischen Tiere. Und das ist ja das, was uns immer zum Vorwurf gemacht wird. Müssen denn die exotischen Tiere sein? Da haben wir was natürlich auch oberhübsch ist. Guckt euch die hübschen Kerle hier an. Das sind zwei, ne? Der eine hockt auf dem anderen oben drauf. Mal gucken welche raus. Weil zumindest die sind fotogen. Die hätten gern meine Kamera. Ja, cool. Die ziehen mal eine Show ab, die zwei hier. Nicht schlecht. Bei uns in Deutschland bzw. Europa ist ja der Import von Primaten seit vielen Jahren verboten. Macht, glaube ich, Sinn, dass man da gewisserweise einen Riegel davor schiebt, weil natürlich ein Primat doch ganz schwierig zu halten ist, ne? Oder halt mit wahnsinnig viel Zeitaufwand verbunden ist. Ne? Und wenn man sich sowas ins Haus holt, dann hat man einfach definitiv ein Kind mehr im Haus und braucht wirklich die Zeit, die man für ein Kind braucht, muss man da auch sicherlich aufbringen. Das habe ich jetzt auch noch nirgends gesehen, ein Gürteltier. Wie der so da liegt, wird man den natürlich am liebsten streicheln. Da steht ein halbnackter Mann auf der Bühne. Keine Ahnung, was der da vorne auf der Bühne macht oder sagt. Ich habe mich gerade erkundigt. Also großer, bekannter Comedian. Wir werden dann eingeladen auf so eine Reptilienshow. Und was ich bis jetzt vermisse, ist irgendwie die Leute, dass sie lachen. Die hören zwar alle gespannt zu, aber so richtig lachen tut bis jetzt keiner. Aber kommt vielleicht noch. Jetzt kommt was, wo mir auch jetzt erstmal wegen die Augen rausgeflogen sind. Ich weiß nicht, auf wie viele Reptilienbörsen ihr schon wart. Also wenn einer von euch auf der Reptilienbörse schon mal einen Pinguin gesehen hat, der möge sich bitte melden. Ich glaube, na gut, ich denke, nächste Hammbörse werde ich auch mal einen Pinguin mitbringen. Bin mal gespannt, der Frank, der wird mich in so hohem Bogen rausschmeißen und ein 10-Jahres-Verbot erteilen. Aber schon allein sein Gesicht wird es mir wert sein. Also Frank, nächste Hamm-Show, komme ich mit Pinguin, stelle sie auf den Tisch. Spaß natürlich. Ja, passt da gut als Abschlussszene. Hier mit den Pinguinen definitiv das Highlight. Ja, ich weiß nicht, ob gutes, schlechtes Highlight, entscheidet selber. So viel von den Mammals, von den Säugetieren hier auf der Japan Reptile Show. Es war definitiv interessant. Es gibt definitiv Stoff zum Diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir Daumen hoch. Wenn es euch gut gefällt und ihr es immer wieder schauen wollt, bitte ein Abonnement für Reptil TV. Diesmal keine Reptilien, nur Säuger, aber war aus meiner Sicht echt interessant. Bleibt mir treu und wenn immer ihr Pinguine seht, checkt die Penguins.